Die Europäische Union fördert, was ihr wichtig ist. Zum Beispiel Forschung und Technik oder innere Sicherheit. Der größte Posten ihrer Subventionen aber geht an die Landwirtschaft. Rund 408 Milliarden Euro und damit fast 40% des EU-Haushalts wurden zwischen 2014 und 2020 für die Landwirtschaft ausgegeben. Warum erhält gerade die Landwirtschaft so hohe Zahlungen und wie funktioniert diese Förderung überhaupt? Die Anfänge der Agrarsubventionen liegen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals schlossen sich 6 Länder zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zusammen. Ein Ziel war es, die Menschen in der Nachkriegszeit ausreichend mit Lebensmitteln zu bezahlbaren Preisen zu versorgen. Die Produktivität der Landwirtschaft sollte erhöht und Preisschwankungen vermindert werden. Dafür gaben die Staaten Geld und erreichten ihr Ziel schnell. Heute ist die Situation eine andere. Die Landwirtschaft produziert genug, doch eines ändert sich nie: die starke Abhängigkeit der Landwirte vom Wetter. Ein trockener Sommer, ein Hagelsturm und die Ernte kann dahin sein. Damit auch die Einnahmen der Landwirte. Zudem konkurriert die europäische Landwirtschaft inzwischen auf dem internationalen Markt mit der ganzen Welt. Um die Landwirte und somit auch die Versorgung der Bevölkerung abzusichern, unterstützt die EU bis heute die Landwirtschaft. Dafür hat sie 2 Töpfe. Im ersten Topf ist der Großteil des Geldes. Für den Zeitraum von 2014 bis 2020 waren das 313 Milliarden Euro. Dieses Geld geht als Direktzahlung an die Betriebe. Wie viel Geld ein Betrieb bekommt, hängt davon ab, wie viel Hektar Land er bewirtschaftet. Im Schnitt erhalten die Landwirte 267 Euro pro Hektar. Diese Subventionen machen durchschnittlich rund 40% des Einkommens eines Betriebs aus. Im zweiten Topf sind rund 96 Milliarden Euro. Die sind für die sogenannte ländliche Entwicklung vorgesehen. Mit dem Geld werden unter anderem Ökolandbau oder Maßnahmen zum Umwelt- und Naturschutz gefördert. Jeden einzelnen EU-Bürger kostet die Förderung der Landwirtschaft etwa 114 Euro Steuergeld pro Jahr. Doch seit Jahrzehnten regt sich Widerstand. Vor allem gegen die Direktzahlungen je nach Größe eines Betriebs. Kritiker beklagen, dass die großen Betriebe so immer größer werden und die kleinen verschwinden. Sie fordern stattdessen, dass mehr in den Umweltschutz, den Erhalt der Biodiversität oder den landwirtschaftlichen Nachwuchs investiert werden sollte. Die Landwirte wiederum beklagen zu hohe Auflagen und zu viel Bürokratie, um die Fördergelder zu erhalten. Das Thema bleibt also heiß umstritten. Klar ist, die Landwirtschaft versorgt die Bevölkerung mit Nahrung und muss daher geschützt werden. Trotzdem geht die Förderung Stück für Stück zurück. 1988 gingen noch 55% des EU-Haushalts an die Landwirtschaft. 2027 sollen es nur noch 27% sein.